Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video, willkommen zu einem neuen Vlog, willkommen zu einem Video, was seit 6 Monaten in der Vorbereitungszeit steckt und ich bin einfach nur happy, dass es jetzt endlich online gehen kann. Vor 6 Monaten habe ich auf meinem Instagram-Account ein Gewinnspiel gemacht, wo ihr die Chance hattet, den Trip eures Lebens zu gewinnen. Was ist jetzt der Trip eures Lebens? Das ist natürlich immer ein bisschen individuell und kann gar nicht so genau gesagt werden. Aber ich persönlich habe einfach das Gefühl, dass die Freiheit am größten ist, wenn man sich einfach eine Woche auf einem Boot bewegt. Und aus diesem Grund habe ich mich mit Sail With Us zusammengetan und wir haben eine Woche auf einem Boot verlost. Ihr hattet die Möglichkeit, diese Woche mit mir zusammen auf dem Boot zu verbringen. Bevor ich jetzt ins richtige Video einsteige, noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Die eigentliche Idee war es, auf einen Influencer-Trip zu gehen und mit den Influencern eine Woche auf dem Boot zu verbringen und da ein bisschen Content zu shooten und einfach ein gutes Leben zu haben. Allerdings habe ich mit Sail With Us besprochen, dass ich es viel lieber machen würde, einen Teil meiner Community wirklich einzubinden, wirklich aktiv einzubinden. Und so ist sie geboren. Die Dennis Glanz X Sail With Us Community Segelyacht. Der Name ist noch ein bisschen lang und muss vielleicht optimiert werden, aber das ist sie. Was ist Social Media, wenn man seiner Community eigentlich nicht zurückgibt? Die Leute, die einen hochpushen. Und aus dem Grund sind wir jetzt eine Woche auf dem Boot. Ein paar Leute von meinem Gewinnspiel von Instagram sind mit an Bord und wir werden jetzt eine Woche hier in Sardinien segeln. Es wird einfach nur geisteskrank und let's go. Let's have the best vlog ever. Ich habe ja schon den ersten Teil meines Vlogs von Sardinien hochgeladen und ich musste wirklich sagen, ich habe noch nie so krasses Wasser gesehen und auch die Landschaft ist einfach nur überragend. Ich meine, schaut euch das an, wenn ich tauchen gehe, man konnte einfach 20 Meter weit sehen. Es ist wirklich die Karibik von Europa, sowas habe ich noch nie gesehen. Und auch Roadtrips waren einfach nur nice. Wir haben uns ein Auto gemietet, sind die ganze Zeit über die Insel rübergefahren. Oder hier, schaut euch unsere Unterkunft an, das war wirklich italienischer Traum. Let's go. Let's go. Was machst du? Logbuch. Unreal. Okay, wir sind einfach in der ersten Bucht angekommen und es ist so krass. Wir haben beides. Wir machen gerade Dinner zusammen. Jeder hat so ein bisschen seine Aufgabe. Ja, gerne. Auch gerne. Wir haben jetzt hier gerade noch eine Hängematte aufgehangen. Wir haben einfach einen Grill auf einem Boot. Ich packe es nicht. Ein Barbecue-Grill auf einem Boot. Es ist einer der krassesten Sachen überhaupt. Schaut es euch an. No way. No way, no way, no way. Nachdem der erste Tag eigentlich voll krass gestartet hat, sind wir am nächsten Tag in so einen Sturm geraten. Man musste komplett alles festhalten. Ich glaube, das gehört halt zum Segeln einfach dazu. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht erwartet. Wir hatten die krasseste Schräglage überhaupt. Läuft mäßig. Ich muss sagen, ein bisschen fertig war ich jetzt die Zeit. Aber jetzt sind wir wieder im glatten Wasser angekommen. Wir haben Delfine gesehen. Das stimmt. Wir haben Delfine gesehen. Ich hoffe, ich habe das auf einem Video drauf. Bord gebrochen, sind so schnell gefahren, wie noch nie mit diesem Boot gefahren wurde. Wow. Essen ist bald fertig. Sei mal ein Teil von mir. Willst du das Outfit noch einmal filmen? Kranker Look. Nee, was ist Asi-Schlampen raus? Asi-Schlampen. Am nächsten Tag hat zum Glück der Wind ein bisschen nachgelassen und wir konnten ganz normal segeln gehen. Wir hatten schönes Wetter. Das war so für die Community definitiv irgendwie eine bessere Lösung, als wenn es die ganze Zeit richtig reinknallt. Weil so konnten wir uns unterhalten, quatschen und uns endlich mal auch über verschiedene Themen austauschen. Mir persönlich tut das einfach so gut, wenn ich mal mit Leuten mich unterhalten kann, die nicht unbedingt in dieser Social-Media-Bubble sind. Eigentlich dieser typische Half-Half-Vlog, der mit Millionen von Views gebracht hat. Ich muss euch das ehrlich gesagt gestehen.
Wie macht man das? Auf diesem Dom ist so eine Linie angebracht, die muss ungefähr mit dem Wasser übereinstimmen. Beim Wellengang ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten lässt man einfach laufen und schaut, was dabei rumkommt. Ich persönlich mag es voll gerne, wenn die Beine noch unter Wasser zu sehen sind. Das ist jetzt bei diesen Shots nicht unbedingt hundertprozentig der Fall, weil die eigentlich eher für Instagram aufgenommen wurden. Aber dadurch hat man halt noch so ein doppeltes Spiel. Ich glaube, das, was ich wirklich am meisten von diesem ganzen Bootstrip geschätzt habe, waren diese Morgende, wo man komplette Ruhe hatte, komplette Stille. Wir sind jedes Mal um 4:30 Uhr ungefähr aufgestanden, um den Sunrise zu sehen. Und es war so geil. Es ist wirklich ein Gefühl, was sich kaum in Worte beschreiben lässt. Und es nimmt einen wirklich den ganzen Stress, den man so im normalen Alltag hat. Wollen wir einen Drink nehmen? Ich auch schon. Magst du noch eine Cola geben? Ja. Sonne ist da und ballert mies. Heide, ciao. Heide, ciao. Nachdem ich so Robinson Crusoe-mäßig alleine auf diesem Dinghy ausgesetzt wurde, ist mir folgende Idee gekommen. Wieso hängen wir nicht einfach mal ein Stand-Up-Paddle hinten dran? Oh, let's go, let's go. Der Plan war da, aber die Umsetzung, naja, eher so mangelhaft. Nach ein paar Versuchen hat es dann endlich geklappt und ja, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich denkt, ey, es ist übelst schnell, aber eigentlich sind es nur so 1-2 km/h. Genau das war hier der Fall. Hat trotzdem Spaß gemacht. Look at my drip, look at my wave, cause of the flows, yeah. Look at my girl, look at my world, both the gold, yeah. Brother, what's that? What's that, brother? Still on my, yeah. Know my worth, put in the work, that's why I'm me, yeah. Look at my drip, look at my wave, cause of the flows, yeah. Look at my girl, look at my world, both the gold, yeah. Look at the sauce, look at the cake, still on my, yeah. Know my worth, put in the work, that's why I'm me, yeah. Look at my Wer jetzt extremst Bock auf Segeln hat, der kann ganz einfach bei mir auf Instagram wieder bei einem Gewinnspiel mitmachen. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Es läuft noch und ihr habt die Chance, eine Kabine zu gewinnen auf einem Segeltörn im Mittelmeer. Dieses Mal bin ich nicht dabei, aber wir können uns gerne irgendwo anders auf der Welt treffen. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, wo es irgendwie am besten ist, diesen Sommer noch hinzufahren. Ich bin auf jeden Fall hyped, ich habe noch einiges vor und ich glaube, der Sommer wird so krass. Es kommt jede Woche so ein YouTube-Video, manchmal im 10-Tages-Rhythmus, kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Aber es wird auf jeden Fall viele Travel-Vlogs geben, viel mehr Insights von meinem Leben. Deswegen abonniert den Kanal, ich freue mich über jeden Abonnenten, weil es ist noch ein kleiner YouTube-Account und es ist extrem viel Arbeit, aber wir pushen through und ja, es wird krank werden. Also es sind echt krasse Sachen noch geplant. Deswegen freut es mich, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Heide, ciao und hier noch ein paar geile Outtakes. Geheim ist der schön und jung. Der hat schon wieder hier. Was denn? Ja, Janik, man kann nicht immer so jung aussehen. Ist so. Profi.
Schau mal, wie schön er das macht. Wo wir die abgehen.